Hallo, ich bin Elisabeth Valentin und ich bin Expertin für das neue Normal. Gemeinsam mit meinem grandiosen Team helfe ich Menschen, die die Nase voll haben von der alten, angstgesteuerten Matrix. Ja, denen helfen wir, ihre Eigenermächtigung, ihr wahres Selbst und ihre Lebensbestimmung zu finden und ganz und gar zu leben. Nach dem Motto, erschaffe das Leben, das du wirklich liebst, indem du liebst, wer du wirklich bist. Und ich habe vor kurzem eine Interviewreihe angefangen und freue mich sehr, dass ich da immer wieder sehr spannende Menschen finde oder die finden mich, die in einem Bereich das neue Normal, so wie wir das meinen, das yummy neue Normal, schon ganz leben. Und heute darf ich mit Andrea Viertel sprechen. Du bist Energetikerin und Free Spirit Bewusstseinstrainerin und hast eine Praxis in Graz. Und im Vorgespräch hast du mir so erzählt, was du alles so machst. Und ja, also bei einem Thema bin ich ganz aufgeregt geworden und ganz interessiert. Aber dazu kommen wir später. Kannst du mir sagen, in deinem Bereich, wo ja du auch viele Jahre Erfahrung hast und ja, einfach so viele Menschen schon unterstützt hast und wo du auch das neue Normal schon lebst für dich, wie schaut sozusagen jetzt im alten Normal noch aus? Kannst du mir da ein Bild malen? Ich versuche es. Ein Wachrüttelbild aus deiner Perspektive, bitte. Ja. Ja, also wie gesagt, am Anfang war ich ein bisschen skeptisch mit neuem Normal, weil das ist ja auch das, was die Politiker uns ja jetzt auch klar machen wollen. Neues Normal ist Maske, ist Impfen, ist Tests, wo ich sage, nein, sicher nicht. Trotzdem ist es ganz wichtig, da hinzuschauen, wo stehen wir, weil ich habe mein Normal, neues Normal, wie auch immer, bewusstes Normal, würde ich eher so es lieber nennen, ungefähr vor 12 Jahren entdeckt, nachdem ich zum ersten Mal am Free Spirit Bewusstseinstrainings, an dem Kurs war und dort erfahren habe oder mir bewusst worden ist, dass wir alle Schöpfer unserer eigenen Realität sind. Das heißt, wir sind nicht Opfer der Umstände. Das heißt, umgesetzt jetzt auf die Zeit, wir sind jetzt nicht einfach Opfer von dem, was passiert. Wir haben uns das alles selbst miterschaffen. Also jeder von uns hat, und das ist für mich einfach so ein wichtiger Punkt, dass ich sage, auch ich habe mir es miterschaffen. Und wenn ich dann forsche in meinem Bewusstsein, wie habe ich das gemacht? Wir erschaffen das uns in erster Linie oder hauptsächlich durch Überzeugungen und durch Ängsten. Und bei mir war immer ganz, ganz große Angst da vor einem dritten Weltkrieg, wenn ich so meiner Oma zugehört habe oder meinen Eltern. Denke ich, nein, ich will das nie erleben, ich will nie einen dritten Weltkrieg miterleben. Und genau das haben wir jetzt. Und ich denke, diese Ängste haben sehr viele. Und deswegen sind wir da, wo wir sind. Ja, und da ist es einfach wichtig, jetzt auch hinzuschauen, nicht zu sagen, es ist nur alles schön und ich lebe mein Leben und die da draußen, die sollen sich impfen, testen, was auch immer wollen. Ich bin in meinem kleinen Reich glücklich. Das ist alles recht und schön. Wir müssen aber trotzdem auch hinschauen und den anderen Leuten das klar machen, sie können auch was verändern. Sie sind nicht Opfer der Umstände. Sie können an ihrem Leben selbst arbeiten, damit wir wieder zu einem schönen gemeinsamen Leben kommen. Also was du so, also dieser Schmerzpunkt momentan, da siehst du, dass viele Menschen sozusagen in der Opferrolle sind und die anderen im Augen zu und ich mache nur meines. Habe ich das richtig gehört? So diese zwei Extreme mehr oder weniger? Ja, ja. Und ich sehe auch, was ich also mit Schrecken jetzt sehe, ist diese Spaltung, die jetzt stattfindet, das, was die Politiker eigentlich wollen. Es gibt die der Meinung sind, das ist alles richtig, die Politiker wissen, was gut für uns ist und wir halten uns daran, dann wird alles wieder gut. Das sind die einen. Und die anderen sind eben die sagen, redet mich nicht an, ich will gar nichts davon wissen, es ist alles schön und alles Friede, Freude, der Eierkuchen, alles Illusion, das sind die anderen.
Und die dritten sind die, die sagen, hey Leute, schaut, was da jetzt passiert und wir können was tun. Und ich merke einfach, ich spüre diesen Hass gegenseitig. Also ich merke es in meinem Bekannten- und Freundeskreis, dass die Leute sich von mir abwenden, jetzt anfangen, weil sie sagen, nein, du machst nicht mit und ja, das macht Angst und diese Angst müssen wir auch fühlen. Und das ist auch ganz wichtig, dass man auch sagt, okay, wie gehe ich mit diesen Ängsten um, weil wir haben alle Ängste. Ja, also gar nicht so sehr vielleicht die Situation mit erschaffen, aber ich erschaffe auf jeden Fall, wie ich mit der Situation umgehe, weil wie weit ich die Situation im Außen erschaffen habe, das kann ich, also das weiß ich nicht, ja, das ist so, wie es ist, aber wirklich ja, wie resoniere ich dazu? Und diese Spaltung, ja, das sehe ich auch teilweise. Meine nächste Frage ist, du, also du weißt ja, dass das neue Normal, so wie wir das meinen hier, ich meine, diesen Ausdruck verwende ich seit 20 Jahren und die Politiker haben den von mir gestohlen. Was soll das? Ich werde nicht aufhören damit. Ja, meine nächste Frage, du bist ja so in diese Heiler sagt man nicht, gell, Energetiker-Richtung. Wie hat es dich dahin gebracht eigentlich? Das ist ja vor 12 Jahren. Ja, War das schon länger her? Nein, das ist schon länger als 12 es ist Jahre. noch nicht so lang her. Also ich habe meine Praxis jetzt erst seit 5 Jahren und die Idee ist gekommen, eben vor 12 Jahren, wie ich zu einem Free Spirit Kurs gefahren bin, hatte ich komplett kaputte Knie. Ich muss sagen, ich war damals so weit, dass ich von der Schulmedizin die Diagnose bekommen habe, Arthrose im Endstadium. Sie haben gesagt, ich kann noch ein paar Jahre mit Spritzen drüber und dann künstliche Knie bei beiden Knien. Es geht nichts mehr, ich konnte keinen Sport mehr machen. Ich hatte Schmerzen beim Aufstehen von Sessel oder beim Treppensteigen. Also es war wirklich ganz, ganz schlimm. Und ich dachte mir immer, nein, ich lasse mich nicht operieren, ich lasse mir nichts hineinschneiden, nichts hineingeben. Und wie ich dann zu diesem Free Spirit Training gefahren bin, wusste ich nicht, dass mir das eigentlich diese neue Normalität bringen würde, weil dort habe ich dann erfahren, ich bin Schöpfer und ich habe auch erfahren anhand von Übungen, wie habe ich es mir erschaffen. Und damals ist bei mir wie Schuppen vor den Augen eine Geschichte dazu gekommen, nämlich mit 18 hatte ich einen Skiunfall und damals, als der Gips weg war, Gips bis oben rauf, und damals hat man keine Physiotherapie gemacht, dann war irgendwie so die Idee da, ja, es passt schon alles, ja und mei, wenn ich alt bin, dann bin ich halt im Rollstuhl. Wow! Das war mega, das ist Oh, wirklich, wow! Boah, ich das kriege eine war Gänsehaut schon wieder. Das ist im ja, Unterbewusstsein begraben. Also ich wusste es zu dem Moment nicht, aber wie diese Übung dann da war und sagt, wie habe ich mir diese Knie erschaffen, ja. war das so klar, das ist es. Und das war auch der Grund, warum ich mich nie operieren lassen wollte, weil diese Angst vor, die könnten was verhauen und ich sitze im Rollstuhl, hat das Ganze noch verstärkt. Und dann habe ich mir aber gedacht, wie cool ist das, wenn ich weiß, wie ich mir das erschaffen habe, dann kann ich es ja auch in die andere Richtung machen. Und ich habe mir dann erschaffen, meine Knie sind gesund und auch alles ist möglich, weil es ja natürlich, wenn man Schmerzen hat, nicht so leicht ist, es fix zu glauben. Und so, ich kann die Realität so verändern. Wenn ich etwas hundertprozentig fix glaube, dann erschaffe ich mir das. Und ja, nach einem Jahr, ich habe dann, wie ich zurückgekommen bin von diesem ersten Kurs, den ich gemacht habe, habe ich dann auch durch Zufall eine Physiotherapeutin kennengelernt, die auch ähnlich wie ich gearbeitet hat, die mir da auch von außen ein bisschen Hilfe gegeben hat, weil vorher, muss ich dazu sagen, hat keine Physiotherapie geholfen, nichts. Und plötzlich hat das angeschlagen, wir haben geübt und ich habe ständig im Bewusstsein gearbeitet und nach einem Jahr war ich austherapiert, das heißt, meine Knie waren gesund. Ich kann heute alles wieder machen, das ist jetzt 12 Jahre her, ich kann Skifahren, ich gehe Crossfit, ich gehe Tennis spielen, ich habe null Schmerzen, ich behaupte sogar, meine Knorpel, die komplett weg waren, sind nachgewachsen. Das kann man mir glauben oder nicht, ich fühle es einfach, für mich ist es so und das ist das, was ich sage, das wollte ich weitergeben. Für mich war das dann so irgendwie muss ich das raustragen, das muss ich den Menschen
weitergeben. Und habe dann Ausbildungen dazu gemacht, noch wie ich das eben unterstützen kann, von energetischer Körperarbeit zur Bewusstseinsarbeit, und habe dann 2015 meine Praxis gegründet. Ja. Wow, geniale Geschichte, danke. Sehr gern. Also ich kriege da so eine Gänsehaut. Das ist ja fast wie wenn es deine Seele schon gewusst hätte mit 18, dass du dann das auch machen musst, oder? Ich meine, oder sonst hättest du irgendwas anderes. Also ich liebe solche Geschichten, ja, wenn wer wirklich so durch die Erfahrung so hereinkommt ins neue Normal und dann so authentisch da drinnen ist und du das so aus einer, ja, aus etwas ganz Echtem heraus weitergibst. So, und jetzt das Thema, wo ich vorher schon ganz kribbelig wurde. Du machst Wirbelsäulenaufrichtung. Habe ich das richtig gesagt? Ja. Geistige Wirbelsäulenaufrichtung. Geistige Wirbelsäulenaufrichtung. Ja. Ist dann wirklich die Wirbelsäule gerade oder ist das einfach nur so ein, ja? Die Wirbelsäule ist gerade, es kann sogar die Skoliose, also wirklich die verkrümmte Wirbelsäule, sich gerade, also es kann sein, dass sie sogar ganz gerade wird, aber sich zumindest etwas mehr aufrichten. Und was halt, es ist so, auf der Wirbelsäule, die Wirbelsäule ist der Speicher der ganzen Kindheit, wenn man sie feinstofflich betrachtet. Das heißt, alles, was du als Kind erlebst, jede Emotion speichert sich in den Muskeln und Faszien, die um die Wirbelsäule herum ist. Und wenn das extreme Emotionen waren, dann kann es so weit gehen, dass man bis hin, also Bandscheibenvorwölbung, Bandscheibenvorfälle, Brustwirbelprobleme bis hin zu Skoliose hat. Und da hilft mir auch wieder die Bewusstseinsarbeit, das rauszufinden, einmal von der Bewusstseinsseite. Und dann arbeite ich am Körper energetisch. Und das Schöne ist, das geht jetzt in dieser Zeit auch als Fernheilung. Also der Körper muss nicht da liegen. Es reicht auch, wenn du in Deutschland bist, wir sprechen vorher drüber, dann legst du dich hin und ich behandle dich hier in meiner Praxis so, als wärst du da. Und du hast den gleichen Effekt, als wärst du wirklich da. Die Wirbelsäule richtet sich auf. Es dauert meistens so 48 Stunden. Schmerzen verschwinden, Beckenschiefstand geht gerade. Und da hatte ich jetzt zum Beispiel einen Fall von einem 14-jährigen Buben, wo ich gar nicht wusste, dass der so einen starken Beckenschiefstand hat. Der ist Leistungssportler und muss schmerzhafte Übungen machen. Der hat nach einer Aufrichtung, also das dauert eine Stunde die Aufrichtung, hat mich die Mama ganz aufgeregt angeschrieben und hat gesagt, die Beine sind gleich lang. Der hat 3 Zentimeter Beinlängendifferenz gehabt. Die war nach einer Aufrichtung gerade, gleich lang. Und das ist also so viel, was man da helfen kann. Abgesehen davon, dass Schmerzen verschwinden, dass auch sämtliche Organe, die ganzen Meridiane, alles hängt an der Wirbelsäule. Die ist so dieser Mittelpunkt. Ja. Und noch ein tolles Phänomen, was ich jetzt immer wieder erlebe, ist, dass Beziehungen von Kinder zu Mütter oder Mütter zu Kinder, wenn es schwierige Beziehungen sind, sich verändern. Und zwar ist das Phänomen so, dass die Seele, also wenn man es hernimmt, da ist das Ei und das Samen und da muss ja auch die Seele dazu. Und wenn sie das einnistet, hat die Seele keinen Platz noch und geht über die Wirbelsäule hinauf in die Hypophyse der Mama. Und wenn das Herzchen dann zu schlagen beginnt, dann geht ein Teil der Seele in dieses Baby, in den Bauch und wartet bis zur Geburt. Und bei der Geburt geht der restliche Teil in das Baby. Und jetzt kann es passieren, dass bei der Geburt vielleicht Probleme waren, dass ein geplanter Kaiserschnitt war, dass das Baby nicht bereit war oder einfach so Komplikationen, dass die Seele es nicht schafft, in das Baby zu gehen. Und dann gibt es eine ständige, das sind also diese Beziehungen, die später, wo man sagt, jetzt wäre die Zeit, wo man sich so abnabeln sollte, was aber nicht klappt. Es gibt nur Schwierigkeiten zwischen Mutter und Kind. Und da habe ich also wirklich nach einer Behandlung, höre ich dann Feedback, dass die Kinder wie ausgewechselt sind, dass die Mütter wie ausgewechselt sind. Also es ist egal, ob ich das an der Mutter oder an dem Kind mache. Also das ist echt, es ist so ein Geschenk für viele, wenn sie sich dann wieder normal verstehen. Wow, wow, wow. Und das alles wegen einem Skifahren. Ich meine, wie cool. Ja. Wow.
wow, ja, also interessant. Das macht für mich total Sinn. Ich weiß nicht, ob jeder damit was anfangen kann, aber die Leute, die hier also wir werden das ja dann auf meiner Facebook-Seite posten und du gerne auch auf deiner, also ich blinke das unten dann noch ein, aber ich glaube, die sind alle recht offen für so etwas. Es fühlt sich wahr an, ja. Ich habe da immer so ein Wahrheitsganselhaut und die habe ich da jetzt wieder genannt. Danke dafür. Ja, es ist also immer schön, diese Feedbacks zu bekommen und ich bekomme wirklich Feedbacks, wo ich mir selbst immer denke, wow. Wow, ja, wow, voll wow. Ja. Nicht nur der Schmerz ist weg, sondern was es drumherum noch macht. Das ist das, was mich fasziniert. Ja. Was der Schmerz weg ist, das ist das erste. Das Häubchen, das Sahnehäubchen noch drauf, aber das ist ja wirklich wow. Ja, und dass man das wirklich jetzt über die Ferne machen kann und dass man schon nach einer Sitzung so eine, ja, dass das so viel besser sein kann. Ich bin ganz also eine Sitzung macht schon viel. Ja. Erfahrungsgemäß ist es gut, eine zweite nach 4 bis 6 Wochen zu machen, aber dann reicht es eigentlich. Wow. Dann ist es oft so, dass Leute mich nach einiger Zeit irgendwann einmal kontaktieren und sagen, ich hätte jetzt das Gefühl, ich würde gern noch einmal, aber es muss nicht mehr sein. Also sage ich mal, maximal 2 hat man schon diesen Erfolg. Schön. Und das ist wirklich, wobei ich immer sage, es ist natürlich immer, die ganze energetische Arbeit ist ein Angebot an den Körper und der Körper führt es dann aus. Und wenn er jetzt aber zum Beispiel bei einem, wenn das jetzt nicht so klappt, dann sage ich immer, vielleicht ist es der Moment noch, wo der Körper diesen Schmerz oder das noch braucht, dass es jetzt nicht so geht. Dann will der Körper noch nicht. Ja. Dann heißt es einfach dranbleiben oder einfach in anderen Richtungen forschen, warum der Körper das jetzt noch nicht so will. Das ist aber auch gut, dass da nichts passiert, was nicht dran ist. Ja? Also es kann nur gut sein eigentlich, weil wenn es nicht dran ist, geht eh nichts weiter. Schön, wow. Das ist das Schöne an der energetischen Arbeit. Man kann nichts falsch machen. Wenn der Körper nicht will, will er nicht. Und hat ganz viele wunderschöne Resultate. Da. Genau. Wow. Ja, darf ich schon zur Abschlussfrage kommen oder gibt es noch etwas, was du... Ja, also es geht ja schon in die Richtung, aber ich frage jetzt meine Abschlussfrage. Wenn alles gut geht, wenn du die absolute Superpower an der Seite hast oder vollen Rückenwind oder was auch immer für dich wichtig ist, ja, also wie auch immer, welche, ich weiß nicht, mit wem du dich da verbindest, alles geht. Wo siehst du deinen Bereich, für den du da gerade stehst, ja, diese Gesundheit, diese volle Gesundheit, wo siehst du das in 10 Jahren, heute in 10 Jahren? Heute in 10 Jahren. Also grundsätzlich, ja, ich möchte eigentlich sehen, wie ich die ganze Welt sehe. Vielleicht nicht, ich weiß nicht, ob es in 10 Jahren ist. Ja, sag in 10 Jahren und sag idealerweise die ganze Welt. Das neue Normal, deine Vision. In 10 Jahren, ja. In 10 Jahren sehe ich uns in einer wunderschönen Welt, wo jeder Mensch glücklich ist, wo jeder Mensch sich auf der Straße anlächelt, wo es keine oder kaum Ängste gibt, wo die Menschen bewusst sich an der Natur erfreuen und dankbar sind für diesen schönen Planeten, für unser Leben hier. Und ja, ich sehe mich mit meiner Praxis da unterstützen zu können, wirklich die Menschen gesund helfen, selbst helfen, die Selbstheilungskräfte zu aktivieren. Also ich kann sie nicht gesund machen, aber sie können sich selbst gesund machen. Und gesunde Menschen sind glücklich und glückliche Menschen sind friedlich. Es gibt keine Kriege mehr. So, das ist meine Vision. Ja, danke. Und ich möchte noch dazu sagen, und alle haben diese aufrechte Haltung. Genau. Die Wirbelsäulen sind aufrecht und die Seelen sind ganz daheim, wo sie hingehören und nicht irgendwo, wo sie nichts mehr verloren haben. Aufrechte Menschen. Ja. Wow, vielen Dank für das schöne Interview und für deine Zeit und dass dir das damals passiert ist mit deinem Knie und dass du durchgegangen bist und für deine schöne Vision. Danke für die Einladung. Sehr gern. Ja, und ich freue mich,
über weitere spannende Menschen, die in einem Bereich oder auch in mehreren das neue Normal, so wie wir das meinen, schon ganz leben. Und wenn du das Gefühl hast, du gehörst da auch dazu, dann kannst du dich sehr gerne melden. Ich freue mich sehr über neue Interviewpartner und sage nochmal Danke zu dir, Andrea, und für dich, bis bald einmal. Wow! Ich habe gerade so eine Behandlung bekommen, so eine Fernbehandlung, 1 Stunde, und Dankeschön. Also ich habe, also es ist voll empfehlenswert. Ich bin jetzt gleich reingehüpft und wieder da ins Internet. Aber ich habe ganz kurz, bevor du eben angerufen hast, dann, dass jetzt die Stunde vorbei ist, ganz kurz davor ist mein Kopf raufgegangen und so ein durchgegangen. Und dann hast du angerufen. Spannend. Voll. Aber ich habe davor auch oft gedacht, jetzt ist die Stunde sicher um, weil das war ja echt lang. Aber so wirklich eine körperliche Reaktion war dann wirklich, also ganz kurz bevor du angerufen hast. Mhm. Das ist spannend. Ja, es kann jetzt sein, also du bist jetzt geistig aufgerichtet, die Wirbelsäule, und jetzt kann sein, dass du in den nächsten 48 Stunden, dass der Körper nachreagiert. Das heißt, du kannst spüren, es können Schmerzen auftreten, es können wieder Gefühle, Emotionen hochkommen, es kann Muskelkater sein oder es kann einfach sein, dass du das Gefühl hast, du musst jetzt deine Wohnung aufräumen, weil du jetzt innen aufgeräumt bist, dann willst du auch außen aufräumen. Das ist eine angenehme Nebenwirkung. Das kann sein. Also alles jetzt, was in den nächsten 48 Stunden ist in deinem Körper, ist völlig fein und gehört dazu. Super. Ja, danke für die Erfahrung. Hui, ja. Also ich kann das empfehlen. Dankeschön. Danke dir. Tschüss, schönen Abend. Danke.